Naja, ein richtiges Abbild ist es nicht, weil die Größe zum Beispiel, die stimmt jetzt nicht. Also ich bin größer als als die Skulptur. Aber es hat sich schon auch aus einer Performance abgeleitet, die Skulptur. Naja, die Geschichte ist, dass ich eigentlich seit Jahren mit Gegenständen arbeite, die sammle und Skulpturen damit baue, fotografisch das bearbeite. Und daraus hat sich auch eine Videoarbeit entwickelt. In 2003 war das. Und die heißt Gut Ding will es so. Da geht es um das Verhältnis von den Dingen zu mir und von mir zu den Dingen. Und aus der heraus da gab es eben eine Szene mit diesem Karton. Und das habe ich einfach dann mal ausprobiert als Skulptur, das auch dann mal zu präsentieren. Und ja, so ist die Skulptur letztlich entstanden. Ja. Naja, das ist so, dass es immer ich auch bin. Also das sind immer auch Selbstporträts mit einem Selftimer fotografiert. Und das hat sich auch aus der jahrelangen Arbeit so abgeleitet. Und dieses Bedecken oder unsichtbar sein oder sich zeigen, indem man sich verbirgt, so eine Gleichzeitigkeit, das war eigentlich schon immer so ein Anliegen, dass ich mich eigentlich als Künstler nicht in den Vordergrund bringen wollte. Also als Person möchte ich nicht irgendwie interessant sein, sondern ich wollte immer, dass meine Arbeit irgendwie interessant ist. Und das war erstmal ein Dilemma, wie mache ich das, auch wenn ich sozusagen das Performative irgendwie ins Bild bringen wollte oder im Video das ins Video bringen wollte, war das am Anfang nicht so klar, wie kann ich das machen. Im ersten Video sieht man mich 2-, 3-mal, also sieht man das Gesicht. Aber ansonsten ist der Kopf so abgeschnitten, weil der Ausschnitt so gewählt ist. Und dann kamen die ersten Arbeiten, eben diese Skulpturen, wo ich dann einfach die Beine genommen habe. Oder eben dann gab es die nächsten Fotoarbeiten, ja, ziemlich 1-2 Jahre später. Da ich sage, okay, ich verhülle mich eigentlich einfach komplett und habe dann eben das, was ich auch möchte, so diese Symbiose aus Gegenstand und Körper. Werde aber auch zur Skulptur, kann das fotografisch dokumentieren, bin präsent, aber bleibe unsichtbar. Und es entspricht eben auch so meiner Vorstellung, diesem Geniekult entgegen zu arbeiten oder das auszublenden, weil das ist eigentlich immer das, was mich bei den Performern in den 70ern gestört hat, bei den Fotoperformern, dass sie als Person einfach so eine Wichtigkeit bekommen haben. Und das hat mich nie interessiert, also das wollte ich irgendwie vermeiden. Insofern, so kam das eben zustande, dass ich bis heute da mein Gesicht irgendwie eigentlich nicht zeige in den Arbeiten. Ja, ich finde, es ist ja schon eben auch so ein Spiel damit. Also auch der Künstler in seinem Atelier ist ja auch ein interessantes Genre, auch ein langes Genre. Oder die Selbstdarstellung des Künstlers hat ja eine lange Tradition. Also das auch irgendwie zu konterkarieren, das hat mich auch interessiert. Ne? Also ich wollte aber auch nicht mit anderen arbeiten, weil ist auch ganz einfach, weil ich bin immer da. Also ich brauche jetzt, wenn ich das machen will, dann kann ich das einfach machen. Jetzt jemanden zu organisieren, das ist einfach viel mehr Aufwand. Ne? Und das hat sich auch einfach auch ein bisschen entwickelt über die Jahre, dass ich dann das einfach immer so dann die Idee, mache ich jetzt das, dann mache ich das. Und es war dann immer ich, der das gemacht hat. Oder ich sammle auch diese Gegenstände. Also deswegen habe ich die Serie auch Portraits of a Serial Sammler genannt, um das dann nochmal anzuknüpfen an diese Tätigkeit. Ne? Insofern wurde das eigentlich immer wichtiger, dass es ich bin und kein anderer. Und dass es eben dann auch dieses mit dem Selbstauslöser funktioniert und dass es irgendwie so eine Figur ist, die da über Jahre hinweg mit diesen Dingen arbeitet, in dem Atelier, auch jetzt Ausstellungen hier und da damit macht, aber diese Figur macht das. Das ist eigentlich fast so eine Art Kunstfigur, aber es geht nicht um mich als Person. So, und das finde ich gut, dass das scheint ganz gut aufzugehen. So. Ja, das finde ich nach wie vor fasziniert mich. Oder ich finde, es ist so viel da, also es wird so viel produziert, ich brauche eigentlich nichts herstellen. Und ich finde auch dieses einfache Umgehen immer noch ja, toll, spannend. Es freut mich einfach, wenn ich Sachen sehe, zack, und ich stelle es so zusammen und ich
ziehe mir das an oder mache daraus Skulpturen. Diesen einfachen Umgang finde ich nach wie vor toll und spannend. Und ich finde es auch demokratisch. Also das gefällt mir gut daran, dass jeder im Grunde das machen kann. Ich brauche kein großes Equipment, ich brauche keine tolle Superkamera, ich brauche kein Licht, ich mache das alles mit Tageslicht. Und ich brauche kein Geld. Das Zeug gibt es auf der Straße oder auf Flohmärkten, je nachdem, man kennt sich ja auch noch aus so mit der Zeit, welche Quellen man da so benutzt. Ich habe es am Anfang wirklich alles von der Straße so eingesammelt. Und dass man eben tatsächlich einfach Kunst machen kann, ohne einen großen Geldeinsatz zu machen, das finde ich nach wie vor spannend und gut. Und wenn ich auch mit Studenten irgendwie spreche und die erst fangen an zu erzählen, sie müssen jetzt erstmal ein halbes Jahr arbeiten, damit sie sich das und das kaufen könnten, ist auch ein Weg, kann man so machen. Ich denke aber, es geht auch anders, es muss nicht sein. Und diese Einfachheit, die gefällt mir einfach sehr gut. Ja.